Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Hermann und das Wetter ist so schön und darum sind wir, also Liz ist heute wieder mit dabei, um eine kleine Runde von ungefähr 15 Kilometer um den großen Binnensee zu laufen. Der große Binnensee liegt bei Hohwacht. Das ist in der Nähe von Lütjenburg im Kreis Ostholstein. Der große Binnensee ist die Nummer 7 in der Rankingliste der Iron Lake Challenge Schleswig-Holstein. Und den wollen wir mal heute etwas entspannter umlaufen. Und ich hoffe, diesmal habe ich mich nicht vertan in der Streckenführung und werde mich daran auch halten. Weil sonst werden es wieder mehr Kilometer werden und Liz würde das, glaube ich, nicht so lustig finden. Aber wir gehen mal los und schauen mal, was wir hier so wieder mal entdecken können. Übrigens, hinter mir könnt ihr vielleicht schon entdecken die Ostsee. Wir haben jetzt etwas über 6 Kilometer hinter uns gebracht und sind angekommen auf dem Gut Warta-Neversdorf. Das Gut Warta-Neversdorf wurde das erste Mal erwähnt in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts im Kirchenzehntregister von Lübeck. Da hieß es aber noch Neverstorpe. Den Zusatz Warta-Neversdorf hat es erst im 19. Jahrhundert bekommen. Das Gut ist seit seiner Aufmachung der adligen Familie Rantzau im Besitz. Hier ein schöner direkter Blick auf den großen Binnensee. Er ist ungefähr 4,8 Quadratkilometer groß, hat einen Umfang von 11,4 Kilometern und an seiner tiefsten Stelle ist er gerade mal 3 Meter.
Jetzt haben wir nur noch ungefähr 2 Kilometer bis zum Auto und damit mache ich hier mein kleines Fazit um den großen Binnensee. Die Strecke war sehr schön von der Natur her, vor allem das Stück ab dem Gut Warta-Neversdorf bis hier an die Straße. Da waren auch die Wege super geeignet. Ein bisschen Anstieg, was man eigentlich hier gar nicht von Schleswig-Holstein so denkt. Aber wir sind hier in einem Endmoränengebiet, was sich in der letzten Eiszeit gebildet hat. Und da gibt es doch ein paar Hügel, die etwas höher sind, wie der Meeresspiegel. An einer Stelle hatte ich gesehen, da ging das dann halt dann grob 40 Meter in die Tiefe runter, fast steil. Werde ich euch mal in dem Video markieren, die Stelle. Und ich hoffe, man kann es überhaupt erkennen, wie weit runter es da ging. Wie gesagt, der Wanderweg war von der Natur sehr schön. Etwas wenig Bänke. Wir haben gerade hier noch mal zum Ausruhen eine gefunden in der Nähe eines Golfplatzes. Ansonsten hatten wir einen Rastplatz noch gehabt auf dem Gut Warta-Neversdorf. Dort war eine Schutzhütte. Dort haben wir dann unsere erste Pause gemacht. Wie gesagt, hier jetzt in der Nähe von dem Golfplatz die zweite Pause. Papierkörbe halt in den Orten und an den Bushaltestellen. Diese Strecke kann ich empfehlen. Die würde ich auch gerne wieder wandern. Und man kann sie auch super mit dem Fahrrad nutzen. Zu beachten ist hier, das ist ein Naturschutzgebiet. Und ein Bereich ist sogar teilweise gesperrt, weil hier Seeadler brüten. Das war die grobe Einschätzung oder besser gesagt die kurze Einschätzung für die Umrundung des großen Binnensees, der in der Rankingliste auf Platz 7 liegt, der Iron Lake Challenge Schleswig-Holstein. Für mich war das jetzt der 10. Weg dieser Challenge und der 5. von den 10 größten Seen. Ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen und gebt mir einen Daumen hoch dafür. Schreibt auch gerne was in die Kommentare, was euch vielleicht noch so interessiert über die Gegend oder über die Iron Lake Challenge. Wer neu auf meinem Kanal gelandet ist, würde ich mich über ein kostenloses Abo freuen. Dann heißt es für mich wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis bald. Tschüss.